Jeden Tag zirkulieren Milliarden Produkte und Dienstleistungen durch die Welt und wandern von einem Menschen zum anderen. Seit Tausenden von Jahren, lange bevor es das Internet gab, war bereits ein internationales Kommunikationssystem etabliert, welches Menschen vernetzte und es heute global tut. Alle 4 Jahre gehen wir zwar eine Regierung wählen, aber weitaus mächtiger sind unsere täglichen Wahlen für bestimmte Produkte und Dienstleistungen. Worüber ich spreche? Die Preise. Sie sind für uns so normal, so alltäglich, dass wir eigentlich gar nicht mehr lange über deren Funktion nachdenken. Höchstens, wenn wir uns etwas leider mal wieder nicht leisten können. Mein Name ist Kolja Barkon und im ersten Video dieser Serie haben wir gelernt, dass es die Aufgabe der Wirtschaft ist, knappe Ressourcen so einzusetzen, dass sie unser Wohlergehen und unseren Lebensstandard steigern. Und jetzt ist die spannende Frage, wie wird das erzielt? Hierbei spielen die Preise eine zentrale Rolle. Bevor ich aber darauf eingehen kann, wie sie dazu beitragen, knappe Ressourcen sinnvoll zu allokieren, wollte ich noch auf das Gelernte aus dem letzten Video eingehen. Denn obwohl die Erkenntnisse manchmal recht simpel klingen, gibt es doch immer wieder im Alltag gewisse Missverständnisse darüber. Vielleicht hast du schon mal zum Beispiel von einem Freund oder so gehört, dass es eigentlich ganz gut sei, wenn gewisse Verbrechen passieren. Denn das kurbelt ja die Wirtschaft an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier bei diesem Laden eine Scheibe einschmeiße, dann sind wieder neue Gelder für teure Alarmsysteme zur Verwendung. Ja, oder viele Leute fangen dann auch an, wegen mehreren Einbrüchen zum Beispiel mehr Sicherheitspersonal einzustellen, Pfefferspray zu kaufen. Es gibt mehr Polizisten und somit auch mehr Arbeitsplätze wiederum. Und stellen wir uns mal vor, dieser Laden gehört eigentlich mir. Ja, das heißt, irgendein Rowdy hat mir die Scheibe eingeschmissen, die ich gerade für 1.000 € richtig teuer renoviert habe. Hier so mit so einem richtig schönen Schild vorne dran, wo mein Name draufsteht, Kolja Barkons Wirtschafts-DVDs, weil es zum Beispiel noch kein YouTube gab. Ja. Und ich muss jetzt diese 1.000 € investieren, um die Scheibe reparieren zu lassen. Die gehen also jetzt an den Glaser und ich bin natürlich richtig sauer, weil die 1.000 €, meine knappe Ressource Kapital, ist erstmal futsch. Dann kommt aber ein Kumpel von mir und sagt: Naja, eigentlich kannst du ja froh sein. Also immerhin kurbelst du die Wirtschaft an. Die 1.000 €, die du jetzt wieder mehr ausgeben musst, die kommen ja wieder dem Glaser zugute und dadurch sicherst du ja indirekt auch wieder einen neuen Arbeitsplatz. Und immerhin kriegst du auch eine niegelnagelneue Scheibe. Das heißt, ich bin schlechter dran, der Glaser ist besser dran. Was mein Freund jedoch nicht sieht, ist tatsächlich unsichtbar. Genau wie die Infrarotstrahlen dieser Fernbedienung. Denn eigentlich wollte ich mir mit meinen 1.000 € so einen schönen neuen maßgeschneiderten Anzug kaufen. Das kann ich aber jetzt gar nicht mehr. Das heißt, im ersten Beispiel hätte ich eine intakte Scheibe und einen maßgeschneiderten Anzug. Im zweiten Beispiel leider nur eine intakte, reparierte Scheibe. Und genauso wie ich mit den 1.000 € ja den Arbeitsplatz des Glasers sichern könnte, könnte ich auch mit den gleichen 1.000 € den Arbeitsplatz des Schneiders sichern, der nun leer ausgeht. Das heißt, statt dass 2 Leute gewinnen, gewinnt nur einer und meine knappe Ressource 1.000 € wurde nicht optimal eingesetzt. Lohnt sich mal darüber nachzudenken. Aber kommen wir nun zur Preisbildung selbst und zur spannenden Frage, wie sich ein Preis aus Angebot und Nachfrage zusammensetzt. Im Feudalismus war es ja eher so, dass der König oder ein paar adlige Gutsherren bestimmten, welche Waren und Güter hergestellt wurden. Und der Preis einer Ware, wie zum Beispiel von dieser Gemüsekiste hier, eher weniger auf Angebot und Nachfrage beruhte. In der ehemaligen Sowjetunion war es die kommunistische Staatspartei, also eine zentralisierte Stelle, die wiederum diktierte, welche Ressourcen wo verwendet wurden.
Zwischendurch führte Lenin allerdings die neue ökonomische Politik ein, die mehr Marktwirtschaft zuließ. Allerdings war dies nur von sehr kurzer Dauer, brachte aber zwischendurch eine Verbesserung der Lage für die Bevölkerung mit sich. In einer freien Marktwirtschaft entscheiden nicht einige wenige darüber, wie Ressourcen verwendet werden, sondern der Markt insgesamt durch Nachfrage und Angebot. Es gibt keinen von oben, der diktiert, welche Ressourcen wofür verwendet werden, sondern Konsumenten und Unternehmen, die das nachfragen, was sie selbst haben und erschaffen wollen. Dabei ist es doch faszinierend, wie eine hochtechnologisierte, gigantische Wirtschaft ohne die strikte Kontrolle von oben, also irgendeinen verrückten Staatsmann, überhaupt funktioniert. Und das Ganze ohne Chaos. Denn jeder von uns trifft ja im Endeffekt nur die Entscheidungen, die ihn selbst betreffen und tauscht Dinge untereinander aus. Zum Beispiel unsere Arbeit gegen Geld, unser Geld gegen Essen. Immer gibt es zwei oder mehrere Tauschparteien. Und die Preise spielen eine zentrale Rolle dabei, zu entscheiden, welche Ressourcen wo verwendet werden und wie die resultierenden Produkte zu Millionen und Milliarden von Menschen gelangen. Was ist eigentlich der Preis von etwas? Diese Kaugummis hier zum Beispiel kosten ungefähr 3 Euro, dieses Handy hier ungefähr 300 Euro und das Haus hinter mir ungefähr 6 Millionen Euro. Der hohe Preis dieses Hauses ist jetzt aber nicht schuld daran, dass wir nicht alle dort wohnen können. Denn der hohe Preis symbolisiert nur die Knappheit von Villen in bester Lage mit schönem Meerblick. Würde jetzt die Regierung auf einmal erklären, dass es ein Menschenrecht auf Villen am Strand für jeden Bürger geben müsse, würde das nichts an den knappen Ressourcen Arbeitskraft, Kapital und Boden verändern. Preise sind also wie Postboten mit Nachrichten an uns, welche Produkte in welcher Menge und welcher Qualität zur Verfügung stehen. Wie aber tragen nun Preise ganz konkret dazu bei, knappe Ressourcen effizient zu verwenden? Stell dir mal vor, es würden auf einmal gigantische Eisenerzvorkommen entdeckt werden auf der Welt, die zu geringen Kosten geschürft und weiterverarbeitet werden könnten. Das würde auf dem Weltmarkt zu geringeren Stahlpreisen führen, denn es gilt generell, wenn das Angebot bei gleicher Nachfrage steigt, sinken die Preise. Wenn die Nachfrage bei gleichem Angebot steigt, steigen die Preise. Auf einmal sind also Stahlschreibtische viel günstiger als zum Beispiel Holzschreibtische. Und mehr Menschen nutzen dann Stahltische, obwohl sie gar keine Ahnung haben, warum diese auf einmal günstiger zu haben sind. Preise transferieren also nicht einfach nur Geld von A nach B, sondern bilden finanzielle Anreize, unser Verhalten den Ressourcen entsprechend anzupassen. Sie leiten aber nicht nur uns Konsumenten, sondern auch Produzenten. Preise verbinden die ganze Welt und zeigen, wo etwas am günstigsten produziert und verkauft werden kann. Bis ich irgendwann ein Auto aus Frankreich, eine Hose aus Malaysia und Essen aus Brasilien konsumieren kann. Und so entsteht dann auch Angebot und Nachfrage mit dem höchsten Nutzen. Ein hoher Nutzen bedeutet generell ein teureres Produkt oder Dienstleistung. Ein geringerer Nutzen bedeutet ein günstigeres Produkt oder Dienstleistung. Der aufmerksame Zuschauer wird jetzt aber denken, stopp, Moment mal, das stimmt doch gar nicht, Kolja. Schließlich hat doch dieses Wasser hier einen viel höheren Nutzen als dieser Goldring. Denn den hier kann ich ja in der Not nicht einfach so trinken. Dabei hat er aber trotzdem einen viel höheren Preis als diese Flasche Wasser. Stimmt genau. Und genau das haben auch Ökonomen wie beispielsweise Karl Menger oder Alfred Marshall bereits viel früher erkannt. Und es entstand die Theorie des Grenznutzens. Wenn ich alleine in einer Wüste wäre, 100 Kilometer weit weg vom nächsten Ort, hätte diese Wasserflasche einen viel höheren Nutzen für mich als der Goldring.
Aber je mehr Flaschen ich bereits habe, desto unwichtiger wird jede weitere für mich. Und das ist der Grenznutzen. Und dieser ist immer vollkommen subjektiv. Das heißt, am Ende ist es immer eine Kombination aus Grenznutzen einerseits und aus den Kosten der Produktion, die ja bei den Unternehmen anfällt, andererseits, die über Angebot und Nachfrage und somit Preis bestimmt. Man kann die Funktion von etwas wie Angebot und Nachfrage auch häufig daran erkennen, was passiert, wenn es auf einmal nicht mehr da ist. So war es ebenfalls in der ehemaligen Sowjetunion, wo ein kleiner Kreis an Menschen darüber entschieden musste, wie die Preise von Millionen von Gütern festzulegen waren. Die sogenannte Planwirtschaft. Nikolai Chmelew und Wladimir Popov, zwei russische Ökonomen, beschrieben die Problematik davon im Folgenden. Ich zitiere mal kurz. Die Regierungsausgaben nahmen zu und die Distributionszentren füllten sich mit Tierfellen. Die Industrie war nicht imstande, alle zu verwenden und oft verrotteten sie in Lagerhäusern, bevor sie weiterverarbeitet werden konnten. Das Ministerium für Lichtindustrie hatte mehrmals angefragt, die Kaufpreise zu senken, aber diese Frage wurde nicht entschieden. Und das war nicht verwunderlich, denn die Mitglieder der Kommission waren zu beschäftigt damit, andere Preise zu entscheiden. Denn neben den Preisen von den Tierfellen mussten sie weitere 24 Millionen Preise bestimmen. Hingegen müssen wir in der Marktwirtschaft immer nur die Preise im Blick haben, die unserer jeweiligen eigenen Situation, unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen, Entscheidungen entsprechen. Das ist viel günstiger, viel schneller, viel effizienter und viel einfacher. Und ich hoffe, ich konnte dir in diesem Video mal auf den Weg geben, wie die Funktion von Preisen eigentlich genau ausfällt. Natürlich gibt es noch weitaus mehr Funktionen, aber das waren mal die wichtigsten. Und wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, stell sie mir einfach hier unter diesem Video. Ich werde sie versuchen, alle zu beantworten. Und im nächsten Video dieser Serie geht es um Profite und Verluste und warum beide so unglaublich wichtig für die Wirtschaft sind.